und willkommen zu diesem Video. Nachdem wir in den Blue Mountains und nochmal 2 Tage in Sydney waren, ist unser Big Lap um Australien so richtig losgegangen. Und wir sind in Richtung Melbourne an der Küste entlang nach unten gefahren. Sich beruhen lassen? Ich weiß. Fall? Ja. Sie haben eine plattgedruckte Stelle im Kompass. Unser erster großer Stopp war dann am Jervis Bay, wo wir auch ein paar Tage verbracht haben. Und mein Highlight dort war auf jeden Fall der Bayover National Park. Da waren wir einen Tag und da gibt es sehr, sehr coole Strände. Der beste war Cave Beach und als wir da dann wieder zurück zum Parkplatz gelaufen sind, haben wir einfach ganz viele Kängurus gesehen und ja, das waren unsere ersten Kängurus, die wir gesehen haben und die haben sich sogar streicheln lassen. Also ja, das war sehr, sehr cool. Generell, wenn man an der South Coast von New South Wales unterwegs ist, sind die National Parks auf jeden Fall die Highlights. Es gibt auf jeden Fall, keine Ahnung, die ganze Zeit an der Strecke entlang irgendwas Neues zu sehen. Und auch richtig schön sind da einfach immer die Campingplätze. Wir waren auch 2 Tage lang im Murray-Darling National Park. Und da gab es einmal Pretty Beach, der tatsächlich ziemlich pretty war, aber nicht so pretty wie die anderen Strände, an denen wir schon waren. Und da haben wir dann bei der North Head Campsite übernachtet und es war richtig cool, weil wir praktisch ein bisschen so auf einem Berg drauf waren und dann runter an den Strand laufen konnten und dann unser Abendessen hatten im Sonnenuntergang. Also es war richtig cool. Es gibt aber auch sehr viele Löcher in den Sand dann rein. Sand, ja, aber so vom Ding her kann auch Sand raus. So. Das Einzige. Ich bin mal wieder im Wald unterwegs und dachte, ich filme ein bisschen. Inzwischen sind wir jetzt seit 3 Wochen in Australien und wir haben jetzt Jervis Bay verlassen und fahren weiter so die South Coast von New South Wales runter. Und jetzt sind wir wieder in einem Campingplatz im Nationalpark. Also um genau zu sein, sind wir bei North Head Beach und das ist wieder so schön. Ich war auch gerade bei einem Lookout. Und wir haben heute allein so viele Kängurus gesehen. Gestern habe ich eins gestreichelt. Also, ja, das ist wirklich jetzt so langsam, wie ich mir Australien vorgestellt habe. Mann, das ist so cool. Urperfekt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt.
Zwischendrin sind wir dann durch Wikicamps auch in einem Ort namens Scandella gelandet, der jetzt irgendwie nicht am Meer oder so war, sondern ein bisschen in der Stadt drin. Aber das war ziemlich cool, weil der Campingplatz mitten in der Stadt auf dem Markt oder Festplatz praktisch war und da durfte man 3 Tage gegen eine kleine Spende stehen. Und ja, es war halt einfach cool, weil es war irgendwie nicht viel in der Umgebung, sondern halt einfach der Ort. Und ja, da gab es ein ziemlich cooles Café, das wir eigentlich dann jeden Tag besucht haben, so zum Frühstück, zum Brunchen und so. Das war richtig, richtig gut. Und es war auch generell gut, dass wir halt irgendwie die 3 Tage da so stehen konnten und mal ein bisschen alles organisieren konnten, nachdem wir dann schon eine Woche oder so unterwegs waren und ein bisschen wussten so, ja, wie das Leben so im Auto ist und wie wir das gut organisieren können. Und wir haben auch Wäsche gewaschen zum Beispiel. Ja, es gibt solche Campingplätze öfter in Australien, dass halt eine Gemeinde den zur Verfügung stellt. Halt mit dem Gedanken dahinter, dass man dann so ein bisschen die örtliche Wirtschaft ein bisschen unterstützt und eben zu den Cafés geht. Oder es gab auch einen General Store, wo wir auch was gekauft haben. Also ja, das ist echt cool und ja, das gehört natürlich auch zum Australien-Abenteuer dazu, dass man sich auch mal die Orte so außerhalb den krassen touristischen Orten anschaut. Ey, das war eine sehr gute Idee, noch hier am Strand runter zu gehen, Mann. Du musst sie genießen. Oh man! Hi! Ich glaub, Sieht sehr appetitlich aus. Ja, muss es. ja, und gar nicht so viel später sind wir dann einfach schon über die Grenze nach Victoria gefahren und waren da erstmal 2 Tage im Regenwald. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es da ja, einen Regenwald gibt, aber wir waren als erstes im Terra-Bulga National Park und der war richtig, richtig schön. Ja, und wir sind da einfach rumgelaufen, da gibt es eine Hängebrücke und ziemlich coole Wasserfälle. Ich glaube, der ist nicht so einer der typischen Ziele, wenn man da irgendwie rumreist, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da vorbeikommt. Und abends sind wir dann zu den Minnehaha Falls gefahren, wo es einen kostenlosen Campingplatz gab und da war es auch richtig, richtig schön. Ja, und danach ging es aus dem Regenwald direkt in Wilson's Promontory National Park, auch bekannt als The Prom. Das ist so einer der Hauptnationalparks, in die man geht, wenn man in Melbourne chillt und dann in der Umgebung ist. Und das nicht gerade ohne Grund, weil er richtig, richtig schön ist. Ja, allein schon die Straße dorthin und wenn man dann lang fährt und die coolen Berge und das Meer einfach sieht, war einfach so schön. Wir waren als erstes am Squeaky Beach und ich glaube, das war auch mein Lieblingsstrand da tatsächlich. Da sind so ganz viele Granitfelsen überall am Strand verteilt. Das ist natürlich auch sehr cool, wenn man bouldert. Kann man da ein bisschen rumklettern und ja, einfach auf so einem riesigen Felsen sitzen und die Aussicht genießen. Das war wirklich toll. Weißt du noch nicht, wie ich das
traurig. Der macht halt einfach komplett sein eigenes Ding. Das ist so 2 Grad Halme. Wie es sich gehört, waren wir dann natürlich auch auf dem National Park Campingplatz in Tidal River. Der ist ein bisschen größer und nicht so der typische National Park Campingplatz, sondern da gibt es auch sehr viele Gebäude noch dazu und einen General Store. Was jetzt aber nicht schlecht war, weil es war trotzdem einfach in einer total schönen Umgebung. Ja, mit den ganzen Bergen und direkt am Strand. Ja, und wir haben dann am ersten Abend uns vom General Store Bundaberg und Eis geholt und sind dann abends an den Strand gegangen. Das war richtig toll. Und das Allercoolste an dem Campingplatz sind einfach die Wombats, die überall rumlaufen und so richtig ihr Leben chillen, ungestört von den Autos, die da rumfahren und so, was natürlich nicht immer gut ist. Aber die sind echt überall da rumgelaufen und es war einfach so süß. Das ist schon gut. Ich hoffe mal, man hört mich mit den Wellen, aber ich bin gerade zum Strand gerannt, weil das der Sonnenuntergang ist. Sieht natürlich nicht so krass wie in echt aus, aber es ist so schön. Wir sind gerade im Wilson's Promontory National Park, auch bekannt als The Prom. Es ist so unglaublich schön hier. Ich würde am liebsten einfach viel länger bleiben, aber als nächstes geht es dann auch endlich mal nach Melbourne. Ja, und wir sind eigentlich gerade am Kochen gewesen und ich habe so die Wolken gesehen von weiter weg und da waren halt die Dünen im Weg und ich bin zum Meer gerannt gerade und es sieht so schön aus. Ich lieb's einfach. Ja, wir hatten tatsächlich nicht das allerbeste Wetter und es hat sehr viel geregnet, aber wir haben trotzdem ein paar Walks gemacht. Wir sind zum Beispiel auf Mount Bishop hochgelaufen, da war es sehr windig oben, aber halt eine mega Aussicht. Und dann auch von Tidal River aus kann man sehr viele Walks machen, die sich echt lohnen, mit mega Aussichten und man kann natürlich zu vielen Stränden da. Und an unserem letzten Tag sind wir auch auf Mount Oberon hochgelaufen. Und da hat man, glaube ich, so die krasseste Aussicht mitunter. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir auch mega gerne so welche von den mehrtägigen Walks gemacht, wo man halt mit Backpack rumwandert und dann halt im Zelt unterwegs wo campt. Falls ich nochmal dahin gehen sollte, mache ich das auf jeden Fall. Ja, aber Wilson's Prom ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und nach unserem ersten Abschnitt on the road sind wir dann auch schon nach Melbourne gekommen. Und was wir da alles so erlebt haben, seht ihr dann im nächsten Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.